Buen Camino. Ich bin Anne und das ist mein Weg bis ans Ende der Welt. Ich habe mich gefragt, was passiert mit mir, wenn ich komplett auf mich allein gestellt bin und nur mit dem Nötigsten auskommen muss. Ob ich das schaffe? Die einzige Antwort darauf ist, es auszuprobieren. Also habe ich meine paar Sachen gepackt und habe mich davon gemacht. In Berlin bin ich gestartet und es ging mit dem Flieger nach Madrid und von Madrid mit dem Bus 6 Stunden nach Ponferrada. Tatsächlich muss man für so eine Reise gar nicht so viel planen. Das Wichtigste sind eigentlich die Schuhe, ein guter Rucksack und passende Bekleidung. Und wer möchte, der holt sich noch einen Pilgerpass. Am Vorabend habe ich viele Pilger kennengelernt und der Großteil ist schon seit Frankreich unterwegs. Das konnte man an den Blasen an den Füßen abzählen. Unter den Pilgern waren auch Alina und Michaela aus Deutschland. Mit ihnen bestritt ich meine ersten Kilometer auf dem Jakobsweg. Sie erzählten mir von ihrer Reise, gaben mir Tipps und stellten mich so aufs Pilgern ein. Wir liefen eine Zeit lang gemeinsam, aber leider waren sie viel schneller als ich. Im Laufe des Tages verlor man sich so mehrmals aus den Augen, aber man hat sich auch wiedergefunden. Natürlich hat man noch viele andere Pilger getroffen. Und die begrüßt man dann mit Hola, buen camino. Hallo, ich wünsche dir einen guten Weg. Mit meinem Pilgerpass habe ich fleißig Stempel gesammelt. Die bekam ich in Kirchen, Gaststätten und Bars. Und die sind zum Schluss wichtig für die Pilgerurkunde. Ich bin jetzt kurz vor Villafranca de Bierzo und ich bin jetzt schon 19 Kilometer am Stück gelaufen. Habe nur mal kurz eine Pause gemacht. Jetzt sind es noch 5 Kilometer. Wenn der Ort zu Ende ist, dann sind es noch genau 5 Kilometer, aber dann kommt eine Schotterpiste und dann habe ich es geschafft für heute. Dann sind das 24, noch was Kilometer. Ich habe mich jetzt mit den Leuten von gestern verabredet, die ich in einer Herberge getroffen habe. Ich habe gesagt, naja, wenn ich es nicht schaffe, dann ist das so. Aber ich habe die jetzt auf dem Weg immer mal wieder getroffen. Und ja, offensichtlich schaffe ich das. Ich wüsste nicht, was ich machen soll, wenn ich nicht laufe. Also ich habe ein bisschen geschrieben und halt gegessen. Sonst laufe ich. Für meinen Camino habe ich mir vorher einen Reiseführer gekauft. In dem waren alle Wege ganz genau kartiert. So wusste ich dann immer ganz genau über die Entfernungen und Höhenunterschiede Bescheid. Es gab natürlich auch überall Wegweiser in Form von gelben Pfeilen oder Muscheln.
So schön die Bilder auch sind, begann der Tag leider mit einem kleinen Dilemma. Michaelas Fuß war angeschwollen und sie konnte leider nicht weiterlaufen. Also fuhr sie mit dem Bus und Alina und ich liefen zusammen. Alina verlor ich schnell wieder aus den Augen. Wir wollten uns in Ocebrero wieder treffen, aber leider kam es nie dazu. So, Tag 2. Es ist um 13 Uhr etwa. Bin heute schon 24 Kilometer gelaufen, 25 müsste es sein. Jetzt habe ich noch 4 vor mir. Bis Ocebrero werde ich es nicht schaffen. Das ist schade. Und ja, es wären dann noch 10 Kilometer und ich bin einfach schon so fertig. Ja, heute war es nicht allzu schön wie gestern. Es war nur Asphalt. Finde ich nicht so schön. Es ging hauptsächlich an der Straße lang. Es hat geregnet den ganzen Tag. Aber ich glaube, das ist hier normal. Hier sind auch ein Haufen Nacktschnecken. Und allgemein die Pflanzen sehen eher aus, als ob sie feuchtliebend wären. Ja, der Weg jetzt wird schwierig. Wenn die 10 Kilometer bergab wären, wäre es natürlich einfacher, dann hätte ich es wahrscheinlich auch geschafft. Aber so, sehr anstrengend. Durch den Regen schaffte ich den Anstieg bis nach Ocebrero nicht. Dafür blieb ich in La Faba und war in einer der schönsten Herbergen auf meiner ganzen Reise. Dort lernte ich auch wieder neue Pilger kennen, unter anderem aus Amerika, Brasilien und Südkorea. Am nächsten Morgen ging es dann nur sehr langsam voran. Mein Rucksack war schwer, der Aufstieg war steil und ich hatte vielleicht noch nicht richtig gefrühstückt. Für solche Fälle hatte ich aber immer ein paar Energieriegel in meiner Tasche. Heute ist Tag 3. Das muss ich noch gehen. Ich habe schon ein Viertel geschafft und der Anstieg ist jetzt gerade einer der schwersten bis jetzt. Vielleicht kommt es noch schwerer. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Aber die ganzen roten Berge hier, ja, da, rot. Ich dachte erst, das ist Erde, aber in Wirklichkeit ist das toter Farn. Oh, wenn man mit jemandem spricht, ist das alles viel einfacher zu gehen. Gleich erreiche ich die Grenze zu Galicien und dann ist es auch nicht mehr weit bis nach Ocebrero. Ich habe gehört, dass diese Strecke hier auf Deutsch Ocrepiro heißt. Ja, hier, das ist Farn. Alles Farn. Und hier wächst jetzt neuer. Hier geht es ganz schön steil nach unten. Und ja, das sieht man nicht.
9. Heute laufe ich, also jetzt laufe ich 5 Kilometer und dann esse ich was. Ich habe noch nicht gefrühstückt und ja, dann gucke ich mal, wie weit ich schaffe. Danach geht es ja nur noch bergab. Ich bin nicht gläubig, aber in Ocebrero angekommen, ging ich erstmal in die Kirche und bedankte mich, dass ich diesen Aufstieg endlich geschafft habe. Was ich sehr interessant fand, war der plötzliche Wechsel der Architektur. Es zeigten sich überall Einflüsse der keltischen Kultur. Nicht nur in der Bauweise der Häuser, sondern auch in der Musik. Ich fühlte mich ein bisschen so, als wäre ich in Irland. Nach Ocebrero lernte ich dann Serena aus Südkorea kennen. Durch sie bemerkte ich, dass mein Schulenglisch eigentlich besser ist, als ich dachte. Wir wanderten gemeinsam und es zeigte sich, dass Zusammenlaufen auch richtig Spaß machen kann. Ich begleitete sie bis zu ihrer Herberge und dann lief ich alleine weiter. Ich habe mich voll verlaufen. Ich bin jetzt einmal hier irgendwo runter zu dieser Straße gelaufen. Ich bin diesem Weg gefolgt, weil ich dachte, das ist der falsche, wegen dem blauen Band da. Dann bin ich das ganze Stück wieder zurückgelaufen. Das war wie steil. Und ich stelle gerade fest, dass der Camino da hinten ist. Tja, ich gehe jetzt zu der Herberge, die da oben ist, zurück. Die da. Und da werde ich jetzt bleiben. Ich bin so fertig. Also das ist nicht der Camino. Ich bin dann hier runter, irgendwie übers Feld. Dachte mir dann, ich muss bestimmt nach rechts. Bin dann die Straße hoch, war in diesem Ort. Hab dann gemerkt, dass ich die Straße runterlaufen muss. Hab dann gedacht, oh nö, gehst du wieder dort zurück. Bin die Straße runtergelaufen, diesen steilen Weg hoch und das alles zurück. Und diesen Treckerfahrer habe ich getroffen. Der hat mir nicht weitergeholfen. Ja, und jetzt laufe ich hier lang. Und dann werde ich hoffentlich endlich ankommen. Der nächste Morgen hatte mich gelehrt, dass man bergab lieber nicht rennen sollte. Nachdem ich mich am Vortag verlaufen hatte, bin ich die letzten 3 Kilometer fast gerannt. Und das war nicht so gut für meine Hüfte und meine Knie. Also mogelte ich mich ganz langsam den letzten Teil vom Abhang hinunter bis nach Tria Castella.
In Tria Castella habe ich dann erstmal gefrühstückt. Und als ich fertig war, lief Serena vom Vortag an mir vorbei und wir teilten unseren Weg wieder gemeinsam. Hier trafen wir auf einen Künstler, der in den Sommermonaten in seinem kleinen Atelier wohnte. Ursprünglich kam er aus Großbritannien. Selbst Hunde laufen den Camino. Dieser hier ist schon seit Frankreich unterwegs. Die Skulptur im Hintergrund besteht aus Jakobsmuscheln der Pilger. Auf die Innenseiten schrieben sie ihre Sorgen und Ängste und ließen sie dann dort hängen, um später ihre wahre Jakobsmuschel zu finden. Sie ist nämlich das Symbol des heiligen Jakobus, dem Namensgeber des Jakobswegs. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht meine wahre Jakobsmuschel gefunden, aber ob ich das werde, wird sich noch zeigen. In Sarria traf ich dann auf die ersten großen Pilgergruppen. Ich versuchte ihnen schnell zu entfliehen, denn die Wege wurden ziemlich voll. Hier steigen viele Pilger ein, weil es ab 100 Kilometern in Santiago die Pilgerurkunde gibt. In einer völlig überfüllten Herberge traf ich dann wieder auf Serena. Da der Camino uns jetzt schon zum 3. Mal zusammengeführt hatte, einigten wir uns auf eine gemeinsame Herberge. Also liefen wir gemeinsam weiter und passierten zusammen den 100-Kilometer-Stein, wobei niemand weiß, ob es wirklich genau 100 Kilometer sind bis nach Santiago. Wir starteten sehr zeitig, damit wir den Sonnenuntergang sehen können, aber daraus wurde leider nichts, es war viel zu neblig. Dennoch hält der Nebel schön kühl, in der Hitze ist es nämlich viel anstrengender zu laufen.
Nach Porto Marin trafen wir dann auf Ami aus Indien. Sie fiel uns sofort auf, weil sie komplett die gleichen Klamotten hatte wie Serena. Wir waren nun eine Gruppe bestehend aus 3 Leuten und es zeigte sich, dass der Camino wie ein Dorf ist. Wir trafen Leute wieder, die schon jeder von uns kannte. 32 Kilometer sind eine ziemlich anstrengende Strecke, aber zum Schluss gab es eine schöne Belohnung. Tag 7 und heute ist ein Pechtag. Ich bin krank geworden, habe daher heute nur etwa 12 Kilometer geschafft und wir sind ja auf die tolle Idee gekommen, ach, ich muss so schwer schleppen, meinen Rucksack, wir können ihn doch verschicken. Wir haben es versucht, haben alles vorbereitet, weil sie hatte halt noch meine Mitpilgerin, hatte noch so ein Ticket und haben halt alles vorbereitet und aufgeschrieben und mit Namen und alles. Und wir haben ein Foto gesendet und gefragt, ja, können wir das so verschicken? Ach, okay, das geht so. Ja, dann sind wir halt losgelaufen. Mir ging es immer schlechter. Ich hatte zwischenzeitlich viel, aber ich habe es immer noch. Dann wollten wir halt den Rucksack abholen. Und der war nicht da. Der Rucksack, der war dann nämlich noch in Palas del Rey. Wir haben den nicht mitgenommen, weil da der Zettel gefehlt hat. Und wir haben extra noch gefragt, ob das so geht. Das geht so nicht. Gut, dann weiß ich das jetzt. Und ich habe es zum ersten Mal gemacht. Das ist so ärgerlich. Auf jeden Fall bin ich jetzt endlich in der Herberge und kann mich ausruhen. Ja, das ist schon um 15 Uhr. Die ersten werden gleich ankommen. Ich bin die erste im Zimmer. Die Betten sind ziemlich cool. Mein Mochila, mein Rucksack, ist jetzt angekommen. Das ist der Camino. Damit konnte ich nicht rechnen, aber ja, ist halt so. Kann ich nichts machen. Aber vielleicht werde ich meinen Rucksack nicht verschicken. Ich werde den lieber selber nehmen. Guten Morgen, buenos dias. Es ist jetzt, heute ist Tag 8 und ich bin heute mal sehr früh aufgestanden. Na gut, sehr früh auch nicht. 6:17 Uhr oder so bin ich aufgewacht und habe dann gleich losgemacht. Ja, die Sonne ist noch nicht oben. Das ist sehr gut, denn es ist schön kühl. Und ich weiß nicht, wie weit ich heute gehen werde. Ich hatte ja gestern Fieber und jetzt habe ich mir eine Paracetamol eingeworfen, damit ich wenigstens ein bisschen vorankomme. Und sobald es noch schön kühl ist, kann ich nämlich laufen. In der Hitze, das ist gar nichts für mich. Also gestern war furchtbar und der Tag davor auch. Wenn die Sonne auf einen raufknallt und dann habe ich noch
meine langärmeligen Sachen an, weil ich so leicht Sonnenbrand bekomme. Und ja, mal gucken, wie weit ich heute komme. Wenn nicht, brauche ich halt 3 Tage bis Santiago. Eigentlich wären es 25 Kilometer am Tag. Das ist völlig im machbaren Bereich. 50 sind es ja noch. Mal gucken. Um der Hitze und den Massen an Pilgern auszuweichen, bin ich extra früh aufgestanden. Und es hat sich gelohnt. Aber die Erkältung macht es mir trotzdem schwer voranzukommen. Für mich gab es dann an jeder Raststätte einen Thé con miel, einen Tee mit Honig. Und allein das hat schon geholfen und mir ging es bald besser. In Azur habe ich mich dann entschieden zu bleiben und mir eine Herberge zu suchen. Ich habe dann in einer eingecheckt, habe mich geduscht, habe mein Bett eingerichtet, um dann festzustellen, dass es dort Bettwanzen gibt. Eklig, schnell weg. Ich habe dann in die öffentliche Herberge gewechselt. Dort war es zwar sehr voll, aber die Leute waren alle kaputt und dementsprechend still war es dort auch. Und es war richtig gemütlich. Um nochmal auf die Bettwanzen vom Vortag zu sprechen zu kommen, es hat sich später herausgestellt, dass ich gebissen wurde. Aber ich hatte Glück, denn sie sind nicht in meinem Rucksack mitgekommen, sondern waren in irgendeinem Bett. Dagegen kann man leider nicht viel machen, aber irgendwie gehören sie halt auch zum Jakobsweg mit dazu. Der Weg führt mich weiter durch riesige Eukalyptuswälder. Sie wurden zur Holzgewinnung hier angepflanzt, jedoch verdrängen sie langsam die natürliche Fauna. Ich hatte mich entschieden, einen Tag länger bis nach Santiago zu brauchen und habe mir in O Pedroso dann eine Herberge gesucht. Tag 10, der letzte Tag. Und ich bin 5:30 Uhr aufgestanden, habe geduscht,
und bin nun unterwegs durch den Wald. Sieht schwarz aus auf dem Bildschirm, es ist ein bisschen heller. Als ich angefangen habe zu laufen, war es sehr dunkel. Da musste ich mit Taschenlampe laufen. Dann kam ein netter Spanier und hat mir Gesellschaft geleistet. Ja, und jetzt ist er weitergelaufen, weil er schneller ist als ich. Aber ich laufe jetzt alleine durch den Wald. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich gar keine Angst. Es ist eigentlich schön, wenn man die Vögel hört. Und man weiß, hier sind sonst überall noch andere Leute. Vor einem und hinter einem. Heute ist der letzte Tag. Ich weiß nicht, wie lange ich brauchen werde, aber ich hoffe nicht so lange. Aber die Etappe, die geht jetzt erstmal 16 Kilometer. Und danach muss ich dann erstmal was essen. Ich habe jetzt nur mein Proviant aufgegessen. Aber ich brauchte noch mal Tee. Und gesundheitlich geht es mir heute echt gut. Also viel besser als gestern. Wahrscheinlich, weil ich gestern so schön geschlafen habe. In der Nacht konnte ich jetzt nicht so gut schlafen. Wir hatten 3 Schnarcher mit in unserem Raum, aber halt nicht so leise Schnarcher, sondern so richtig die Hardcore-Schnarcher, die halt wirklich die ganz dicken Bäume fällen. Ich hoffe, wenn ich dann in Santiago bin und dann in einer Herberge für mehrere Tage bin, habe ich keine Schnarcher. Ich werde es sehen. Oh, und ich hoffe keine Bedbugs. Lavacoya heißt übersetzt der Ort der Waschung. Vor ihrem Einzug nach Santiago haben sich die Pilger hier gesäubert. Ich habe es ihnen gleich getan. Zwar nicht ganz, aber ich habe mir wenigstens das Gesicht gewaschen. Und dann sah ich sie, die 3 Kirchturmspitzen der Kathedrale von Santiago. Jeglicher Schmerz war verflogen, und ich wurde gefühlt mit jedem Schritt schneller, um endlich anzukommen. Vor der Kathedrale erwarteten mich meine Pilgerfreunde, die schon vor mir angekommen sind. Man traf so viele Gesichter wieder, es war wie ein riesengroßes Familientreffen. Später bin ich noch in die Kathedrale gegangen, habe mich beim heiligen Jakobus bedankt und eine Kerze angezündet. Die Pilgerurkunde habe ich mir natürlich auch geholt. Aber ich war so schlau, dass ich nicht 4 Stunden warten musste, sondern in der Zwischenzeit was anderes machen konnte. Und später gingen wir dann zur Feier des Tages alle gemeinsam essen. Tja, wie geht's jetzt weiter? Ich habe mein Ziel erreicht. Was mache ich jetzt? Ich habe mich dann entschieden, mit dem Bus ans Ende der Welt zu fahren. Natürlich ließ ich mir dann noch ein paar Kilometer zum Laufen übrig. In Sées stieg ich aus dem Bus aus und lief in Richtung Finisterre. Und war das ein schönes Gefühl, endlich nicht mehr so viele Pilger um sich zu haben.
Ich bin gerade am Meer angekommen und es ist schön und ich kann schon Finisterre sehen. Oh, das ist so wunderschön, weil ich bin so weit gelaufen und jetzt kann ich das Meer sehen. Das ist eine Lüge, ich bin nicht weit gelaufen. Ich bin heute nur 5 Kilometer gelaufen und den Rest mit dem Bus dahin gefahren. Aber guckt euch das mal an. Das Meer. Das Meer. Oh, ist das schön. Und da laufe ich hin. Da. Bis zum Schluss. Ich bin so glücklich. Ich werde gleich ins Meer laufen. Ich hoffe, es ist nicht kalt. Ich suchte mir in der Stadt eine kleine gemütliche Herberge aus. Und es war tatsächlich so, als würde ich in einer WG ankommen und alle meine Familienmitglieder wiedersehen. Dabei waren das diesmal fremde Pilger. Am Ende des Tages ging ich noch mit ein paar Pilgern zum Strand und wir sahen uns den Sonnenuntergang an. In den nächsten 2 Tagen erkundete ich die Stadt und die Landschaft. Außerdem benutzte ich endlich mal mein Malzeug, was ich die ganze Zeit mit mir rumgeschleppt habe. Und ich sagte mir jeden Tag aufs Neue, aber heute gehst du ans Ende der Welt, bis zum Kap vor. Aber ich wollte das Ende meiner Reise einfach noch nicht geschehen lassen. Es war viel zu schön. So lernte ich auch neue Pilger kennen und wir feierten gemeinsam in der World Family Bar, wie es Tradition ist. Normalerweise sieht man sich am Ende der Welt den Sonnenuntergang an. Ich habe das Blatt umgedreht und mir gedacht, nee, ich gucke mir lieber den Sonnenaufgang an, dann habe ich nochmal Grund herzukommen. Also habe ich mich am nächsten Tag ganz früh auf die Socken gemacht, um mir den Sonnenaufgang anzusehen. Buenos dias. Heute ist mein letzter Wandertag. Ich bin jetzt extra früh aufgestanden, damit ich zum Kap gehen kann. Es ist jetzt um 6, 5 nach 6, 10 nach 6. Etwa um 7 geht die Sonne auf. Ja, ich mache halt das Gegenteil. Ich gehe nicht zum Sonnenuntergang hin, sondern zum Sonnenaufgang. Ich laufe jetzt noch ein Weilchen durch die Stadt und dann
heißt es, durch den Wald. Ich hoffe, ich sehe dann was. Aber es ist eigentlich relativ hell. Ja, der Mond scheint ein bisschen durch, aber nicht doll. Es ist auch mild. Es wird jetzt den Weichen bergauf gehen. So ist das. Proviant habe ich mit. Ich werde dort oben frühstücken. Ich liebe diese Stadt. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es nun Finisterre oder Fisterre heißt. Überall steht was anderes. Vielleicht ist ja das eine Galizisch und das andere Spanisch. Das kann gut sein, aber ich bin mir nicht sicher. Oder das eine ist die Stadt und das andere ist die Halbinsel. Jetzt geht's auf in den Wald. Ich bin so gespannt und glücklich. Mein letzter Tag. Damit ist meine Reise dann wirklich beendet. In den 4 Tagen, in denen ich auf Finisterre war, wurden wir immer mehr Leute. Am Anfang reichte ein Tisch für 5 Personen. Am nächsten Tag waren wir schon 10, am dritten waren wir schon 15 und am letzten fast 30 Leute. Also entschied ich mich, mit den anderen zusammen zum Sonnenuntergang zu gehen. Hey, heute ist mein letzter Tag und ich bin gerade am Strand. Und ich werde jetzt erstmal frühstücken. Ich bin so froh, dass ich gestern doch noch den Sonnenuntergang gesehen habe, weil das war ein wirkliches Ende und heute geht's zurück nach Santiago. Ich bin so glücklich. Und ich habe gerade eine Koralle gefunden. Und eine riesengroße Jakobsmuschel. Und ich bin so froh. Und jetzt esse ich noch was und dann geht's los mit dem Bus. Und das war's. Das war meine kleine Reise bis ans Ende der Welt. Ich habe viel Neues gelernt, ich habe viel erlebt und ich bin zur Ruhe gekommen. Und ich denke, das wird den weiteren Verlauf meines Lebens sehr prägen. Und mein Fazit: Das Wichtigste auf dem Jakobsweg sind eigentlich die Bekanntschaften, die man dabei macht.